Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin die Leo und auf meinem Kanal Green Power Garden dreht sich alles um das effiziente Gärtnern zur Selbstversorgung und das auch noch in Bioqualität. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, also haltet euch unbedingt fest und lasst euch von meiner Entdeckung mitreißen, denn sie wird eure Gurken, Tomaten, Paprika und vieles mehr auch in einem verregneten Sommer vor Krankheiten schützen. Ich habe nämlich eine super einfache Methode entdeckt, wie wir unsere Pflanzen vor der gemeinen Braunfäule und vielen anderen Krankheitserregern schützen können und das ganz ohne Chemie. Wir werden nämlich heute gemeinsam aus diesen unscheinbaren Sachen hier unseren Pflanzen einen stylischen Regenponcho verpassen. Ja, ein Regenponcho ohne Plastik und ohne Vlies. Damit sagen wir der Braunfäule so richtig den Kampf an. Jeder, der es schon mal erlebt hat, weiß ganz genau, wie sehr es im Herzen wehtut, wenn kranke Pflanzen entsorgt werden müssen. Wenn du das auch schon mal erlebt hast, dann gib diesem Video einen Daumen nach oben und schreibe unbedingt in den Kommentaren, ob es sich auch um Braunfäule damals gehandelt hat oder war es etwas anderes. Ich muss euch aber direkt vorwarnen, ich werde euch nicht mit Backpulver durch die Gegend jagen. Es ist nicht nur so, dass Backpulver für die Pflanzen schädlich sein kann, es ist auch noch nahezu wirkungslos gegen den fiesen Braunfäuleerreger, weil dieser Sprühauftrag aus Backpulver, Spülmittel und einem Spritzer Öl beim nächsten Regen auf dem Boden landet und die Pflanzen stehen wieder ohne Schutz da. Also logischerweise muss man diese Mischung eigentlich mehrfach auftragen, immer wieder, wenn es mal geregnet hat. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder, wenn es ein verregneter Sommer ist. Wenn allerdings die Pflanzen zu viel Natrium bekommen, kann das zum Mangel von Magnesium und vor allem Kalium führen, weil die Pflanze diese Elemente wegen zu viel Natrium nicht mehr aufnehmen können. Also offensichtlich ist Backpulver gegen Braunfäule keine Option. Aber hey, wie gesagt, keine Sorge. Ich habe tonnenweise Fachliteratur und Studien gewälzt und für meinen Garten eine super einfache Methode entwickelt, die meine Nachtschattengewächse wie Tomaten, Kartoffeln im Freiland, Auberginen ebenfalls im Freiland, Paprika im Freiland und im Gewächshaus, Chilis und vieles mehr bis in den tiefsten Herbst vor Braunfäule und diversen anderen Krankheiten schützt. Und heute teile ich dieses Geheimnis mit euch. Wisst ihr, was diese kleinen wohlriechenden Fläschchen alles drauf haben? Forscher haben in den wissenschaftlichen Studien erstaunliche Entdeckungen gemacht. Bestimmte Pflanzen, die teilweise in unserem Garten weit verbreitet sind, können tatsächlich äußerst effektiv gegen Braunfäule eingesetzt werden. In den Feldversuchen haben Extrakte und ätherische Öle aus diesen bestimmten Pflanzen nicht nur die Verbreitung von Phytophthora infestans stark reduziert, sondern auch noch bereits befallene Pflanzen teilweise vor dem sicheren Tod bewahrt. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wie zum Teufel sollen wir alle Pflanzen mit ätherischen Ölen überziehen? Öl ist doch zähflüssig und würde unsere Sprühgeräte verstopfen oder einfach auf dem Wasser oben schwimmen. Aber absolut kein Problem, mit ein bisschen Chemieverständnis kann man nämlich Öl wasserlöslich machen. Das geht super easy. Wir brauchen nur einen Emulgator, eine Substanz, die das Öl in winzige Partikeln zerlegt und es sozusagen mit Wasser verbindet. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass man Seife eigentlich aus Öl und Fetten macht. Und Seife ist ja wasserlöslich. Na, klingelt es? Genau, um unsere Ölmischung in eine Spritzmischung zu verwandeln, brauchen wir genauso wie bei der Seifenherstellung eine Lauge. Für unsere Zwecke ist Potasch am besten geeignet. Potasch ist reich an Kalium, einem wichtigen Nährstoff für unsere Pflanzen. Vor allem jetzt in dieser Phase der Fruchtreife sind unsere Pflanzen total verrückt nach Kalium. Und nicht umsonst. Kalium stärkt die Zellwände der Pflanzen von innen und sorgt für eine saftige und üppige Ernte. Wenn wir Potasche in Wasser lösen und unsere super intensiv riechende Ölmischung dazugeben, schaut mal, was passiert. Wir müssen es auch noch ordentlich schütteln. Dann entsteht daraus selbst hergestellte Kaliseife. Und die Kaliseife ist hervorragend in Wasser löslich. Und das ist noch nicht alles. Kaliseife, die übrigens in den USA oft als biologisches Insektizid verwendet wird, wird ebenfalls in Studien als ernstzunehmendes Mittel gegen Braunfäule genannt.
Also ihr Lieben, wir haben hier eine echte Geheimwaffe, die uns mindestens 60% Schutz bei der Vorbeugung gegen Braunfäuleerreger bringen wird. Um die Schutzwirkung auf mindestens 90% zu erhöhen, brauchen wir noch ein Hilfsmittelchen, aber dazu kommen wir gleich. Übrigens, wenn ihr noch mehr selbstgemachte Biodünger und Pflanzenschutzmittelchen sucht, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei. Dort habe ich bereits eine ganze Sammlung von Rezepten erstellt. Also ruhig mal reinstöbern und unbedingt abonnieren, wenn ihr eins der nächsten Videos zum Thema biologische Kampfmittelchen gegen Blattläuse nicht verpassen wollt. Aber zurück zu unserer Braunfäule. Schauen wir uns erstmal an, welche Öle für unsere Behandlung gegen Braunfäule und andere pathogene Mikroorganismen am besten geeignet sind. Für die Kali-Seife nehme ich alle ätherische Öle, die ich gerade zu Hause finden kann. Welche Öle es genau sind und standardmäßig in meine Kali-Seife dazugehören, das blende ich euch jetzt ein. Bei der Ölauswahl sage ich immer, je vielseitiger die Mischung, desto höher ist die Chance auf Erfolg. In meinem Garten reicht es zum Beispiel, wenn ich für die Herstellung der Kali-Seife folgende Öle verwende. Leinöl, den nehme ich immer gerne, weil er extrem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren hat. Das heißt, umso besser wird sich das Öl mit der Pottasche hier vermischen, wenn wir das schütteln, und dadurch wesentlich effektiver sein. Dann Kurkumaöl, Tagetisöl, dann Thymianöl, Lavendel nehme ich auch sehr gerne. Zitronengras hat sich ebenfalls sehr gut in den Studien gezeigt. Man kann sich natürlich auch exotische Sachen besorgen, wie zum Beispiel Baumbasilikum. Also ihr seht schon, der Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ingweröl kann ich wirklich sehr empfehlen. Salbeiöl, Knoblauchöl, wie gesagt, Zitronengras habe ich schon genannt. Neemöl hätte ich auch nicht gedacht, hat in den Studien auch hervorragende Wirkung gegen Braunfäule und anderen pathogenen Organismen, nicht Mikroorganismen, Organismen gezeigt. Man könnte diese Lösung jetzt mit 5 Liter Wasser verrühren und die Pflanzen damit einsprühen. Wir sprühen unsere Pflanzen von oben bis unten ein. Jeder Millimeter muss mit dieser Schicht benetzt sein. Wirklich wie ein öliges Regenponcho. Und das Beste daran, ihr müsst diese Aktion höchstens alle 2 Wochen wiederholen. Diese Ölschicht bleibt trotz Regen intakt und schützt eure Pflanzen für mindestens 2 Wochen. Und das bei Dauerregen. Wahnsinn, oder? Aber es wären ja höchstens 60% Schutz. Wir wollen aber mehr. Für mehr als 90% Schutz brauchen wir eine weitere wichtige Komponente. Die aktuellsten Forschungsergebnisse zeigen, dass bestimmte Mikroorganismen, die für Menschen, Tiere und Insekten absolut unbedenklich sind, einerseits die Pflanzen sozusagen von innen stärken können und andererseits üben sie allein durch ihre Anwesenheit eine negative Wirkung auf Phytophthora infestans. Und ich rede hier nicht von effektiven Mikroorganismen, weil effektive Mikroorganismen einfach nur ein Markenname ist für ein Produkt, zu dem weltweit eine sehr gute Werbung gemacht wird. Nein, ich spreche hier von Mikroorganismen, die in einem jahrelangen Selektionsprozess durch fähige Mikrobiologen getestet und speziell für diverse landwirtschaftliche Probleme ausgewählt wurden. In dieser Brühe hier zum Beispiel sind bestimmte Bacillus subtilis Stämme enthalten. Und Bacillus subtilis ist kein gewöhnliches Bakterium. Nein, nein, es ist ein wahres Meisterwerk der Natur. Dieses kleine Kerlchen hier, das in dieser Flasche hier eingeschlossen ist, produziert magische Verbindungen wie Lipopeptide und Peptidoglycane. Sie feuern die Abwehrmechanismen unserer Pflanzen an und setzen die Produktion von antimikrobiellen Verbindungen in der Pflanze in Gang. Bacillus subtilis ist wie ein Fitnessstudio für unsere Pflanzenimmunität. Die Zellwände der Pflanzen werden stärker und sie können schneller und intensiver auf zukünftige Angriffe diverser Krankheiten reagieren. Das nennt sich Priming-Effekt. Aber, meine lieben Gartenfreunde, wie auch beim Menschen, nur die Übung macht den Meister. Wer also mehr als nur die publiken 60% Schutz gegen Braunfäule haben möchte und übrigens andere Krankheiten in seinem Garten, der muss seine Pflanzen regelmäßig zum Sport schicken. Also Bacillus subtilis während der gesamten Saison regelmäßig verwenden, so alle 10-14 Tage mindestens. Aber wie sagt man da so schön? Lieber später als nie. Sucht euch jetzt, bevor es zu spät ist, einfach ein mikrobielles, biologisch unbedenkliches Produkt, in dem mindestens Bacillus subtilis enthalten ist, und sprüht es regelmäßig auf eure Pflanzen. Sprühen, gießen, alles ist besser als gar nichts. Ich nehme dafür
Phytobact. Es enthält nämlich nach meiner Recherche die höchste Konzentration an Bacillus subtilis im Vergleich zu anderen Herstellern, die sich teilweise noch nicht mal die Mühe machen, konkrete Angaben auf den Produkten zu machen. Also echt Frechheit. Phytobact dagegen teste ich schon diese ganze Saison und bisher bin ich echt positiv überrascht. Meine Freilandtomaten haben trotz Dauerregen seit 3 Wochen keine Krankheitsanzeichen. Und das, obwohl wir hier teilweise Nachttemperaturen von 13 Grad Celsius gehabt haben. Seht ihr diese glänzende, schimmernde Schicht? Das ist dieser Regenponcho, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Das ist wie ein hauchdünner, aber effektiver Schutzschild, der es der Phytophthora richtig schwer machen wird, sich auf unseren Pflanzen zu verbreiten. Circa 7 bis 10 Tage nach der Kaliseife sprühe ich mit Bacillus subtilis die Pflanzen auch wieder von oben bis unten ein. Wirklich jeder Millimeter muss damit eingesprüht werden. Damit auch Bacillus subtilis nicht einfach vom Regen runtergewaschen werden kann, mische ich noch ein bisschen Liposam dazu. Meine Zuschauer werden wissen, was das ist. Das ist nämlich durch Bakterien hergestellte Polysaccharide, die wie ein Kleber in dieser Mischung wirken und Bacillus subtilis bzw. seine Metabolite auf den Pflanzen richtig festhalten, wenn sie drauf kommen. Also worauf wartet ihr noch? Lasst uns zusammen der Braunfäule die Stirn bieten und unseren pflanzenstylischen Regenponcho mit einem starken Immunsystem verpassen. Teilt dieses Video mit euren Gartenfreunden und Familie und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Das motiviert mich nämlich, weitere spannende Videos für euch zu drehen. Und wer diese Glocke hier drückt, der wird kostenlos von YouTube benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also, bis dann, bleibt grün! Immer noch da? Jetzt ran an die Sprühflaschen und ab in den Garten! Tschüss! Magische Verbindungen, die Dieses kleine Kerlchen hier, das in dieser Flasche eingeschlossen ist, produziert magische Verbindungen. Wie Lipopeptide. Wie Lipopeptide und Peptidoglycine. Wie Lipopeptide.